Wenn man heute an Wohnungen in der DDR denkt, sieht man oft dasselbe Bild. Graue Plattenbauten, lange Häuserblock, identische Balkone, identische Fenster und Wohnungen, die scheinbar alle gleich aussahen. Doch für viele Familien in der DDR bedeutete eine solche Wohnung etwas völlig anderes. Sie konnte ein Traum sein. Eine Wohnung mit warmem Wasser, mit Zentralheizung, mit einer eigenen Toilette und mit einer Badewanne, die man nicht mit anderen Familien teilen musste, was heute selbstverständlich klingt. War für viele DDR-Bürger noch bis weit in die 1970er und teilweise sogar in die 1980er Jahre keineswegs selbstverständlich. Wer aus einem alten, feuchten Haus mit Kohleofen in eine moderne Neubauwohnung zog, konnte tatsächlich das Gefühl haben, gesellschaftlich aufzusteigen. Aber es gab ein Problem. Man konnte eine solche Wohnung nicht einfach suchen, besichtigen und mieten. Der Staat entschied weitgehend, wer eine Wohnung bekam. Und darauf warteten manche Menschen jahrelang. We also wohnten normale Familien in der DDR wirklich. Und warum konnte dieselbe Plattenbauwohnung gleichzeitig Symbol des Fortschritts und Symbol des Scheiterns sein? Die Geschichte beginnt nicht mit dem Plattenbau. Sie beginnt mit einem gewaltigen Wohnungsmangel. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren zahlreiche deutsche Städte schwer beschädigt. Hinzu kamen Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, die irgendwo untergebracht werden mussten. Auch auf dem Gebiet der späteren DDR fehlte Wohnraum. Familien lebten teilweise eng zusammen. Mehrere Generationen teilten sich Wohnungen. Junge Ehepaare blieben bei den Eltern. Manchmal bestand das erste gemeinsame Zuhause eines Paares lediglich aus einem Zimmer in der Wohnung der Mutter oder der Schwiegereltern. Und dieses Problem verschwand nicht schnell. Wohnraum blieb während der gesamten Geschichte der DDR knapp. Noch Jahrzehnte nach dem Krieg mussten Menschen Anträge stellen und darauf hoffen, dass ihnen irgendwann eine eigene Wohnung zugewiesen wurde. Das bedeutete einen entscheidenden Unterschied zum heutigen Wohnungsmarkt. In der DDR konnte man normalerweise nicht einfach auf Wohnungssuche gehen und anschließend mit einem Vermieter einen Vertrag über die gewünschte Wohnung abschließen. Wohnraum wurde staatlich gelenkt. Wer eine Wohnung brauchte, musste einen Antrag stellen. Dann wurde geprüft, wie dringend der Bedarf war. Eine Familie mit Kindern hatte bessere Chancen als ein alleinstehender, junger Erwachsener. Auch junge Ehepaare und alleinerziehende Mütter konnten bevorzugt werden. Gleichzeitig spielte die wirtschaftliche Bedeutung eines Antragstellers eine Rolle. Facharbeiter, Hochschule, Solvente, oder Beschäftigte, die für bestimmte Betriebe besonders wichtig waren, konnten Vorteile haben. Und selbstverständlich existierte neben den offiziellen Regeln noch etwas, das in einer Mangelwirtschaft immer wichtig wird: Besichtigungen. Wer jemanden kannte, der helfen konnte, hatte unter Umständen bessere Möglichkeiten. Die Bundesstiftung Aufarbeitung fasste jämlich treffen zusammen. Wer eine Wohnung wollte, brauchte häufig viel Geduld oder gute Besichtigungen. Für junge Menschen konnte diese Situation frustrierend sein. Beim Wohnungsamt warteten Mütter mit kleinen Kindern. Kinder waren dabei nicht unbedingt nur deshalb anwesend, weil niemand auf sie aufpassen konnte. Sie machten den tatsächlichen Wohnbedarf sichtbar. Den Nachwuchs erhöhte die Chance auf eine größere oder überhaupt eigene Wohnung. Wer alleinstehend und kinderlos war, konnte wesentlich länger warten.
Manche jungen Ehepaare lebten deshalb noch Jahre nach der Hochzeit bei ihren Eltern. Aber nehmen wir an, eine junge Familie hatte Glück. Nach Jahren kam endlich die Nachricht. Eine Neubauwohnung war frei. Vielleicht in Berlin-Marzahn, vielleicht in Leipzig-Grunau, vielleicht in Halle-Neustadt, Dresden-Gorbitz, Jena-Lobeda oder Rostock-Luttenklein. Dann begann für viele tatsächlich ein völlig neuer Lebensabschnitt. Denn man muss den Plattenbau nicht mit einer heutigen sanierten Wohnung vergleichen. Man muss ihn mit dem Altbau vergleichen, aus dem viele Bewohner kommen. Und dieser Unterschied konnte enorm sein. Viele ältere Wohnungen waren jahrzehntelang kaum modernisiert worden. Es gab Beschädigungsboden, feuchte Räume, undichte Fenster, Kohleofen. Teilweise befand sich die Toilette auf dem Treppenabsatz oder im Hof. Manche Wohnungen hatten überhaupt kein eigenes Badezimmer. Im Winter bedeutet das Wohnen dort auch Arbeit. Kohle musste besorgt und getragen werden. Der Ofen musste angeheizt werden. Asche musste entfernt werden. Und am nächsten Morgen konnte die Wohnung wieder kalt sein. Die extrem niedrigen staatlich festgelegten Mieten verschärften dieses Problem. Für Privateigentümer lohnten sich größere Reparaturen wirtschaftlich kaum. Gleichzeitig konzentrierte der Staat große Teile seiner Baukapazitäten auf neue Wohnsiedlungen. So entstanden am Stadtrand neue Wohnungen, während viele historische Stadtviertel weiter verfielen. Dann öffnete eine Familie zum ersten Mal die Tür ihrer Neubauwohnung. Fernheizung, fließendes warmes Wasser, eine Toilette in der eigenen Wohnung, eine Badewanne, Großfenster, elektrischer Strom, eine vergleichsweise helle und trockene Wohnung, vielleicht sogar ein Balkon. Für jemanden, der vorher jeden Winter den Kohleofen heizen musste und für die Toilette auf den Flur ging, war das kein kleiner Fortschritt. Es war ein völlig anderer Wohnkomfort. Deshalb waren Plattenbauwohnungen in der DDR begehrt. Der heutige Ruf der Platte darf nicht darüber hinwegtauschen. Viele DDR-Bürger freuten sich wirklich, wenn sie eine Neubauwohnung erhielten. Einer der bekanntesten Wohnungstypen war die WBS 70. Die WBS bedeutete Wohnungsbauserie 70. 1973 wurde der erste Bau dieses Typs in Neubrandenburg bezugsfertig. Danach verbreitete sich die Bauweise über die gesamte DDR. Das Prinzip war einfach, statt jedes Haus individuell zu planen und Stein für Stein zu errichten, wurden große Betonbauteile industriell produziert. Auf der Baustelle setzte man Wände und Decken wie ein riesiges Baukastensystem zusammen. Dadurch konnte schneller und standardisierter gebaut werden. Bis zum Ende der DDR entstanden rund 645 Wohnungen des Typs WBS 70. Damit gehörte zu den wichtigsten Symbolen des ostdeutschen Wohnungsbaus. Eine typische Dreiraumwohnung der WBS 70 hatte ungefähr 60 by 66 Quadratmeter. Dreiraumig bedeutete nicht drei Schlafzimmer. Gezahlt wurden Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer. Dazu kamen Küche, Bad und Flur. Für eine Familie mit zwei Kindern konnte das ziemlich eng sein. Das Wohnzimmer war meist der größte Raum. Hier fand ein großer Teil des Familienlebens statt. Hier wurde gegessen, hier wurde ferngesehen, hier empfing man Gast, hier feierte man Geburtstag und Jugendweihe. Und am Abend saß die Familie häufig gemeinsam vor dem Fernseher. Die Raum waren functional geplant. Unnötig Flure sollten möglichst wenig Fläche verbrauchen. Die Wohnungen waren nicht luxuriös, aber sie waren kompakt und für die damaligen Vorstellungen modern. Das Badezimmer war besonders klein, eine sogenannte Nacelle.
Badewanne, Waschbecken, Toilette. Alles auf wenigen Quadratmetern. Teilweise konnte man vom Waschbecken aus mit einem schwenkbaren Wasserhahn aus der Badewanne füllen. Das klingt heute improvisiert. Damals war der entscheidende Punkt jedoch nicht der Größe des Bades. Der entscheidende Punkt war, dass dieses Bad überhaupt zur Wohnung gehörte. In zahlreichen Altbauten war eine Toilette innerhalb der Wohnung noch bis in die 1980er Jahre keine Selbstverständlichkeit. Auch Fliesen waren keineswegs automatisch Teil einer luxuriösen Grundausstattung. Wer sein Badezimmer verschönern wollte, brauchte häufig Material, Geduld, handwerkliches Geschick und manchmal die richtigen Kontakte. Auch der Rest der Wohnung war stark von den räumlichen Bedingungen geprägt. Im Wohnzimmer stand häufig eine große Schrankwand. Sie war mehr als ein Möbelstück. Sie ersetzte mehrere einzelne Schränke. Darin lagen Kleidung, Geschirr, Bücher, Dokumente und andere Dinge des Familienalltags. Davor standen Sofa, Sessel und ein Tisch. Der Fernseher bekam einen wichtigen Platz. Im Kinderzimmer musste der begrenzte Raum besonders geschickt genutzt werden. Betten, Schreibtisch, Schränke und Spielzeug mussten auf wenigen Quadratmetern untergebracht werden. Viele Familien bauten, reparierten und veränderten ihre Einrichtung selbst. Denn eine neue Wohnung bedeutete nicht automatisch, dass man sofort alle gewünschten Möbel kaufen konnte. Auch Möbel und Baumaterialien waren Teil einer Wirtschaft, in der nicht jedes gewünschte Produkt jederzeit verfügbar war. Eine vollständig eingerichtete Wohnung konnte deshalb einen erheblichen Teil des Familieneinkommens kosten. Eine erhaltene WBS 70 Museumswohnung in Berlin-Hellersdorf zeigt diesen Unterschied eindrucksvoll. Ihre Ausstattung hatte zu der Zeiten insgesamt mehr als 9.000 Mark gekostet. Die monatliche Miete war dagegen erstaunlich niedrig. Und damit kommen wir zu einem der größten Vorteile des Wohnens in der DDR. Wohnen war billig, sehr billig. Die Mieten wurden staatlich festgelegt und massiv subventioniert. Je nach Wohnung lagen die staatlich festgeschriebenen Preise ungefähr zwischen 80 Pfennig und 125 Mark pro Quadratmeter. Die offizielle DDR-Statistik zeigt, dass Arbeiter- und Angestelltenhaushalte 1988 durchschnittlich nur etwa 2% ihres Nettohaushaltseinkommens für die Miete ausgaben. Bei Vier-Personen-Haushalten waren es sogar nur rund 2%. Heute wirken solche Zahlen fast unglaublich. Aber dieses System hatte einen Preis. Die Mieten deckten die tatsächlichen Kosten für Bau, Instandhaltung und Modernisierung nicht. Der Staat musste enorme Subventionen aufbringen. Und für Hauseigentümer fehlte der wirtschaftliche Anreiz und häufig auch schlicht das Material, alte Gebäude zu reparieren. Die billige Wohnung war deshalb gleichzeitig eine soziale Leistung und Teil des Problems. Wer bereits eine gute Wohnung hatte, profitierte enorm. Wer auf eine Wohnung wartete, konnte sich von niedrigen Mieten dagegen nichts kaufen. Denn ein niedriger Preis hilft wenig, wenn das gewünschte Gut nicht verfügbar ist. Genau darin lag einer der grundlegenden Widersprüche des DDR-Wohnungswesens. Wohnraum sollte kein Luxus sein, aber Wohnraum blieb Mangelware. Anfang der 1970er Jahre wollte die SED dieses Problem endgültig lösen. Unter Erich Honecker wurde der Wohnungsbau zu einem zentralen Teil der sogenannten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Führung versprach,
den Lebensstandard der Bevölkerung spürbar zu verbessern. 1973 wurde das Wohnungsbauprogramm stark ausgeweitet. Bis 1990 sollten Millionen Wohnungen gebaut oder modernisiert werden. Überall entstanden neue Großsiedlungen. Die Zahlen waren gewaltig. Allein in vielen Jahren der späten 1970er und frühen 1980er Jahre wurden jährlich mehr als 100.000 Wohnungen gebaut. Ganze Stadtteile entstanden innerhalb weniger Jahre. Doch ein Wohnblock allein ergibt noch kein funktionierendes Viertel. Und genau hier begann das nächste Problem. Die Wohnungen wurden häufig schneller fertig als die Umgebung. Eine Familie zog also möglicherweise in eine schon warme Neubauwohnung ein. Vor dem Haus lag jedoch noch Schlamm. Straßen waren nicht vollständig fertig. Geschaffte fehlten. Freizeiteinrichtungen kamen später. Bäume waren gerade erst gepflanzt. Und die öffentlichen Verkehrsmittel mussten mit dem Wachstum der neuen Siedlung Schritt halten. In manchen Vierteln lebten plötzlich tausende junge Familien gleichzeitig. Viele Bewohner waren ähnlich alt. Viele hatten kleine Kinder. Das schuf eine besondere Form des Zusammenlebens. Man kannte die Nachbarn. Kinder spielten gemeinsam zwischen den Häusern. Eltern halfen sich gegenseitig. Man traf sich im Treppenhaus, vor dem Block oder auf dem Spielplatz. Aus der Anonymität der riesigen Gebäude konnte erstaunlich schnell Gemeinschaft entstehen. Zeitzeugen berichten deshalb nicht nur von grauer Architektur, sondern auch von enger Nachbarschaft und gemeinsamen Feiern. Natürlich war dieses Zusammenleben nicht immer romantisch. Plattenbauten waren hellhörig. Man wusste manchmal ziemlich genau, wann der Nachbar morgens aufstand, wann jemand bohrte, wann ein Kind weinte oder wann in der Wohnung darüber eine Feier stattfand. Treppenhäuser, Fahrstühle und Mühlenlagen wurden von vielen Menschen gleichzeitig benutzt. Wenn etwas kaputt ging, konnte die Reparatur dauern. Denn auch hier traf der Alltag auf die Mangelwirtschaft. Ersatzteile, Handwerker, Baumaterial, alles konnte fehlen. Die Bundesstiftung Aufarbeitung weist darauf hin, dass Reparaturen teilweise Monate dauerten und waren. Hunderttausende Familien in neue Wohnungen zogen, entwickelte sich nur wenige Kilometer entfernt eine völlig andere Wohnwelt. Die alten Innenstädte verfielen weiter. Dächer wurden entdeckt, Fassaden bröckelten, Feuchtigkeit zog in Häuser, Fenster mussten notdürftig repariert werden. Kohleofen blieben in Betrieb, doch gerade diese Altbauten hatten einen Vorteil, denn der standardisierte Platz nicht bieten konnte. Individualität, hohe Räume, unterschiedliche Grundriss, Innenhofe, alte Türen, große Küchen, where bereit war, viel selbst zu renovieren, konnte aus einer heruntergekommenen Altbauwohnung einen sehr persönlichen Lebensraum machen. Vor allem junge Menschen entdeckten darin eine Möglichkeit, sich Freiräume zu schaffen. Manche zogen sogar ohne offizielle Genehmigung in leerste Hände, verfallende Wohnungen und begannen sie selbst herzurichten. So entstand eine merkwürdige Situation. Der Staat erklärte, es gebe zu wenig Wohnraum. Gleichzeitig standen Wohnungen leer, weil sie so heruntergekommen waren, dass sie offiziell kaum noch vermietet werden konnten. Eine weitere Möglichkeit war die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, kurz ABG. Betriebe unterstützten solche Genossenschaften, Wohnungen für ihre Beschäftigten zu schaffen. Wer Mitglied wurde, musste Genossenschaftsanteile bezahlen.
Oft musste man zusätzlich selbst mitarbeiten. Das konnten auch Raumarbeiten auf der Baustelle oder Arbeiten an den Außenanlagen sein. Wer seine Verpflichtungen erfüllt hatte, konnte später eine Genossenschaftswohnung erhalten. 1989 lebte ungefähr jeder sechste DDR-Bürger in einer solchen ABG-Wohnung. Auch hier zeigt sich, wie eng Wohnen und Arbeitsplatz in der DDR miteinander verbunden sein konnten. Die SED präsentierte den Wohnungsbau als großen sozialen Erfolg. Und teilweise war das auch. Millionen Menschen verbesserten ihre Wohnbedingungen. Familien bekamen Badezimmer, Fernheizung, Warmwasser, Kinderzimmer, Balkone und sehr niedrige Mieten. 1988 feierte die DDR-Führung sogar die angeblich 3 Millionste neu gebaute Wohnung des großen Wohnungsbauprogramms. Nach Öffnung der Archive zeigte sich jedoch, dass dies Darstellung geschont war. Tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt ungefähr 2 Millionen Wohnungen neu gebaut worden. Etwa eine weitere Million war modernisiert worden. Doch viel wichtiger als die Propagandazahl war ein anderes Problem. Der Wohnungsmangel war immer noch nicht verschwunden. Das große Versprechen lautet, die Wohnungsfrage bis 1990 als soziales Problem zu lösen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, denn während neue Wohnungen entstanden, gingen alte Wohnungen durch Verfall praktisch verloren. Die DDR baut also auf der einen Seite mit enormem Aufwand neuen Wohnraum, auf der anderen Seite sehr viel ein Teil des vorhandenen Bestands. Und die extrem niedrigen Mieten, die für Familien ein großer Vorteil waren, machten eine wirtschaftliche Erhaltung des Wohnraums zusätzlich schwierig. Die staatliche Führung hatte damit ein Problem geschaffen, das sich nicht allein mit immer neuen Betonplatten lösen ließ. We wollte also eine normale Familie in der DDR. Darauf gibt es keine einzige Antwort. Eine Familie konnte in einer modernen Dreiraumwohnung in Marzahn leben, mit Fernwärme, Balkon und Badewanne. Eine andere lebte zur gleichen Zeit in einem Altbau mit Kohleofen und Toilette auf halber Treppe. Ein junges Ehepaar konnte jahrelang bei den Eltern wohnen und auf eine Zuweisung warten. Ein Facharbeiter konnte über seinen Betrieb schneller an eine Genossenschaftswohnung gelangen und jemand anderes renovierte mit Freunden eine halb verfallene Altbauwohnung, weil dies die einzige Möglichkeit war, endlich eigene Wände zu haben. Genau deshalb ist die Plattenbauwohnung ein so interessantes Symbol der DDR. Sie zeigt gleichzeitig die Stärke und die Schwäche des Systems. Der Staat konnte innerhalb weniger Jahre komplett Wohnviertel bauen. Konnte Millionen Familien einen Wohnkomfort bieten, den sie vorher nicht hatten. Konnte Mieten künstlich niedrig halten. Aber konnte nicht genügend Wohnungen bereitstellen. Konnte den alten Bestand nicht erhalten. Und konnte nicht verhindern, dass Überbesiedlungen, Arbeitsplatz und staatliche Entscheidungen beeinflusst wurde, wer wann welche Wohnung bekam. Für manche Familien war der Schlüssel zur Neubauwohnung tatsächlich wie ein Lottogewinn. Nicht weil die Wohnung luxuriös war, sondern weil sie warm war. Weil Wasser aus dem Hahn kam. Weil die Kinder endlich ein eigenes Zimmer hatten. Und weil die Toilette nicht mehr draußen auf dem Flur lag. Vielleicht erklärt gerade das, warum Erinnerungen an das Wohnen in der DDR bis heute so unterschiedlich sind. Wer nur die grauen Fassaden sieht einen Teil der Geschichte.
Wer nur an die billigen Mieten und die warme Neubauwohnung denkt, ebenfalls. Die Realität lag irgendwo dazwischen. Zwischen Wohntraum und Wohnungsmangel. Zwischen Badewanne und Kohleofen. Zwischen Neubau und Verfall. Und zwischen dem Versprechen des Staates, jedem Menschen ein gutes Zuhause zu geben, und der Frage, wie lange man auf dieses Zuhause warten musste.